Willkommen zum Teil 2 meines Afrika-Vlogs. Die zweite Woche ist rum und neben ein paar neuen Alltagsentdeckungen nehme ich euch mit zu einer 2-Tagesreise nach Yamoussoukro. Viel Spaß dabei! Das Essen ist eine meiner größten Freuden und gleichzeitig eine meiner größten Herausforderungen. Die Kokosnüsse haben mir so viel Freude bereitet. Ja, das war ein Hahn. Nun gut, schauen wir mal, wie dieses Ding von innen aussieht. Die Kakaofrucht, nun nicht schlecht, wenn man sich mal daran gewöhnt und versteht, dass es nur sehr wenig Fruchtfleisch gibt, das man vom Kern ablutschen kann. Dieser Kern wird getrocknet, gemahlen und zu Kakao für die Schokoladenproduktion genutzt. Die Kochbananen, Kartoffeln und Süßkartoffelchips könnte ich als Hauptspeise verzehren. Hier seht ihr mich glücklich, kurz bevor ich mit dem Onkel meines Freundes und seiner Frau essen gehe. Doch wenig später sehe ich mich gezwungen, vor dem einen Stück Hähnchen, das ich aus Höflichkeit mitesse, die Schnecken zu probieren, die er extra, natürlich vor meiner Ankunft, für mich bestellt hat. Ich finde es schwierig, mit diesem Druck des Fleischessens umzugehen. Und ich weiß noch nicht wirklich, wie ich da herauskomme, ohne belehrend zu wirken, ohne verletzend zu sein, ohne einfach als bizarr abgestempelt zu werden oder gar die Gastfreundschaft zu beeinträchtigen. Auch wenn ich bei jedem Familienmitglied sanft darauf aufmerksam mache, dass Fleisch nicht meine Leibspeise ist. Eine weitere Woche und ich nehme euch mit auf meine Reise, auf meinen Prozess. Ich lerne etwas mehr über dieses Land jeden Tag und ich bin so dankbar für diesen ganzen Lernprozess. Wochen vor meiner Abfahrt habe ich Dinge über dieses Land gesehen und gelesen, die ich nur noch mal lese und aufschreibe, um sie zu verinnerlichen. Es geht nach Yamoussoukro, die Regierungshauptstadt der Elfenbeinküste, der Côte d'Ivoire. Sie ist kleiner als Abidjan, in einer anderen Klimazone. Es regnet weniger, wird heißer. Dabei ist die Distanz die von 250 Kilometern. Nur 250 Kilometer, für die weitaus mehr als 3 Stunden eingerechnet werden müssen. Mit dem Taxi geht es nach Cocody. Mit dem Taxi durch diese Menschenmassen und Automassen und Löcher in der Straße. Fast kippt ein Dreirad mit 100 Hühnerkisten auf uns wegen einem Schlagloch. Alles Fortkommen, alle Sicherheit, jegliches zum Ziel kommen oder allgemeines Reüssieren scheint unmöglich. Und doch ist es möglich. Und doch gelangt man zum Ziel. Alles ist so schnell und doch zieht sich die Zeit eine Ewigkeit. Überall wird gewartet, überall spricht man dich an und möchte dir etwas verkaufen, auch ein Busticket. Auch wenn es eigentlich einen Schalter gibt an der Bushaltestelle. Wie all diese Busse nur zu ihrem Ziel kommen, wo das Durchkommen mit einem Taxi bereits so schwer erschien. So viele Fragen. Die Antwort bleibt mir trotz des Erlebens verschlossen. Irgendwie. Man muss es nur wollen. Geht es im Leben darum, Dinge zu wollen, sie nur zu wollen, um sie zu erreichen?
Dieser Kontinent, dieses Land pulsiert. Alles ist scheinbar in ständigem Entstehen, in ständigem Wachstum, in ständigem Kampf um den Stärkeren. All diese bunt gekleideten Menschen, all dieses Obst, diese Farbenpracht überwältigt mich. Gefällt mir das Land? Ich weiß es nicht. Es ist ein Zwiespalt. Der Zwiespalt, dass ich ständiges Wachstum nicht mehr gut heiße, dass ich versuche, Konsum und Haben durch Erschaffen und Sein zu ersetzen. Dieser Zwiespalt zwischen dem, was ich gelernt habe und hier neu erlernen muss. Wir kamen an unser Ziel. 6:30 Uhr sind wir losgefahren. Unzählige Male haben wir angehalten, damit uns Menschen Dinge verkauften. Und alle sind aufgestanden und haben Dinge gekauft. Meist Lebensmittel. Das Mittel, das zum Leben dient, dem Geber wie dem Nehmer. Es ist das Geben und Nehmen, das dieses Leben so wertvoll macht, das bereichert. Zuerst kommt immer das Geben, dann erst das Nehmen. Was ist doch, wenn ich gerade nur nehme? Werde ich dann eines Tages nur am Geben sein? Oder ist das Nehmen ein Trug und ich gebe, obwohl und möglicherweise gerade weil ich nehme?
altes römisches Gebäude. Doch es ist so viel fantastischer, als es Bilder festhalten könnten. Kommt und entdeckt es mit mir. 150 Meter Höhe, 130 Hektar Land. Alles vom ersten Präsidenten der Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire, gestiftet, dem Vatikan. Also internationales Hoheitsgebiet. Falls ich mal Blödsinn gemacht habe, weiß ich, wo ich Schutz suchen sollte. In diesem Gebäude, das lediglich eine Kirche sein soll, doch so viel besser ist, so durchdacht, so willkommen heißend. Dieses runde Gebäude, rund wie der Inbegriff der Perfektion, mit diesen bunten Fenstern, die all die Farbenpracht dieser Welt in diesen Kreis schicken, die tausenden Regenbogen auf die Menschen im Innern dieses Gebäudes transportiert. Angefüllt von Lebensfreude, Farbenfreude, Freude schlichtweg. Und dann kam der lang ersehnte Anruf. Nach 3 Wochen, mein Paket ist da. Ich freue mich. Am nächsten Tag nehmen wir ein Taxi, um zur Poststation zu fahren. Man schickt uns von rechts nach links, bis wir endlich an den richtigen Abholungsort geschickt werden. Im Warteraum sitzen viele Menschen. Nun, das Paket kam selbstverständlich völlig ausgebeult an. Doch dass noch Zoll für all diese alten, durchaus viel benutzten Dinge zahlen muss, dass die Post bezahlt werden muss, wo ich doch bereits über 100 € für das Verschicken gezahlt hatte. All das und die lange Taxifahrt lässt mich den Aufwand feststellen, nur um ein paar Handtücher zu haben in einer Wohnung, an der es an alles fehlt.